Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Felix und im heutigen Video geht es um das Thema Abstechhalter selbst schleifen. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie man den Abstechhalter richtig schleift und was man beachten muss. Wir zeigen euch anhand unseres CAD-Modells Schritt für Schritt, welche Fläche wir augenblicklich schleifen und welche Fläche wir als nächstes schleifen werden, sodass ihr dann nachher eine perfekte Anleitung habt, um den Abstechhalter selbst zu schleifen. Wir wünschen euch viel Spaß! So, wir werden jetzt diesen rechten Abstechhalter, rechts deshalb, wenn er so rum eingebaut wird und die Schneide rechts ist, mit aufgelöteter Hartmetallplatte, werden wir jetzt so zurechtschleifen, dass wir den dann in die Maschine einbauen können und dann putzefrei abstechen können. Wir werden mit dieser Fläche hier anfangen, diese werden wir jetzt auf 6 Grad schleifen, sodass der Abstecher nach unten mit 6 Grad frei ist. Wir haben jetzt hier die Skala von minus 15 Grad bis plus 15 Grad und werden es jetzt hier auf plus 6 Grad einstellen. Hier ist unser Strich, der für uns maßgeblich ist. Wir lösen die Schraube, drehen den Tisch auf 6 Grad ein und spannen jetzt den Abstecher ein. Anschließend werden wir schleifen. Wie man an diesen beiden Flächen hier sieht, ist die untere Fläche bereits geschliffen und hier oben haben wir jetzt so einen schmalen Bereich, den wir noch nicht geschliffen haben. Deshalb müssen wir hier noch weitermachen. Stück. Dann haben wir's. Jetzt haben wir keine Übergänge mehr auf der Fläche und sind somit hier mit dieser Fläche fertig. Als nächstes folgt diese Seite. Die werden wir ebenfalls mit 6 Grad, aber in die entgegengesetzte Richtung schleifen, sodass wir nachher von vorne her betrachtet den Stahl wie ein V haben. Nun ist auch diese Fläche geschliffen und hat keine Übergänge mehr, somit ist diese Fläche gut. Nun ist Fläche Nummer 1, Fläche Nummer 2 fertig geschliffen. Als drittes folgt diese Fläche von oben. Diese werden wir ebenfalls mit 6 Grad nach unten freischleifen. So, jetzt haben wir hier einen Winkel von 0 bzw. 90 Grad.
Da wir aber mit diesem Abstecher putzenfrei, das heißt fallend abstechen möchten, müssen wir hier oben noch einen Winkel anschleifen. Die Einbaurichtung des Abstechers ist so, er wird kopfüber eingebaut und wir möchten an dieser Seite das putzenfreie Teil haben. Somit müssen wir den Stahl so schräg schleifen. Das machen wir jetzt. Hier sind wir jetzt bei 0 Grad bzw. 90 Grad. Das heißt, die Platte steht parallel zur Schleifscheibe. Jetzt ändern wir den Winkel, den wir vorne haben möchten. Dieser Winkel kann beliebig sein. Somit sind jetzt alle Flächen geschliffen und einsatzbereit. Fläche Nummer 1 6 Grad, Fläche Nummer 2 minus 6 Grad, Fläche Nummer 3 6 Grad und 25 Grad. Somit hoffen wir, die Teile putzenfrei abstechen zu können. Das war jetzt das erste Video mit Unterstützung durch das CAD-Modell und wie wir etwas auch physikalisch hergestellt haben. Uns würde es freuen, wenn ihr uns dazu auch Feedback geben könntet. Also abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben und lasst es uns bitte wissen, wenn es noch weitere solche Themen gibt, die euch brennend interessieren. Denn Drehen ist auch unsere Leidenschaft. Bis dahin, auf Wiedersehen.